Hallo allerseits, ich bin hier auf der Free in München auf der Messe für Caravan und Freizeit und Reisen und bin hier jetzt bei Manfred Renger von VCFC, von der Firma von Campern für Campern aus Höchstadt an der Aisch. Und Sie haben hier ein Fahrzeug mitgebracht, das jetzt ziemlich das erste Mal in Deutschland zu sehen ist. Es ist eine echte Premiere, jawohl. Es ist eine Manufaktur aus Italien, die Monocoque-Fahrzeuge herstellt. Monocoque, das bedeutet, dass die Außenhülle nicht aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist und verschraubt ist, sondern komplett aus GFK, aus einem Stück gefertigt ist. Dadurch ist es praktisch unmöglich, dass an irgendeiner Stelle Undichtigkeiten entstehen und damit eine Langlebigkeit des Fahrzeugs gegeben ist. Es hat auch einen Vorteil, glaube ich, dass das Fahrzeug dann leichter ist als normal. Dieses ist jetzt, glaube ich, 6 Meter lang. Dies hier ist ein 6-Meter-Fahrzeug und es ist im Aufbau oben keinerlei Holz verarbeitet, sondern es besteht nur aus Innen und Außen einer GFK-Schicht und der entsprechenden Isolierung zwischendrin. Und damit habe ich den Vorteil, mit 6 Meter Länge habe ich ja oftmals schon das Problem mit der Straßenzulassung mit den 3,5 Tonnen für Leute, die jünger sind und nicht den Führerschein haben, mit dem man das noch fahren kann. Also der normale Pkw-Führerschein ist ja auf 3,5 Tonnen beschränkt und in der 6-Meter-Klasse sind viele Fahrzeuge schwerer. Wie schwer ist denn der eigentlich? Der liegt jetzt bei 2700 Kilo, hat also eine enorme Zuladung. Und es gibt hier verschiedene Varianten mit 5,70 Meter, 6 Meter und 6,40 Meter. Es gibt 10 Grundrisse, verschiedene. Und darüber hinaus, da es sich um eine Manufaktur handelt, sind auch Änderungen möglich und viele Varianten, zum Beispiel der Stoff, die Holzart, der Bodenbelag, die Wandverkleidung, bis hin zur Außenfarbe ist im breiten Rahmen alles wählbar. Gut, dann schauen wir doch mal rein, dass wir den mal innen sehen können. Das heißt also hier, die Stoffe haben Sie ja gerade schon angesprochen, Stoffvarianten. Ja. Fahrzeugkarosserie kann ich dann auch in beliebigen Farben wahrscheinlich haben. Ja, hatte ich auch angesprochen. Also hier haben wir die Stoffpalette, die Sie beliebig kombinieren können. Auch die Holzfarbe ist wählbar, wie bereits erwähnt. Und da der Aufbau komplett lackiert wird von außen, ist es kein Problem, hier auch verschiedene Farben anzubieten. Natürlich vorrangig in einer Farbe des Basismodells. Die als Basisfahrzeug kommen in Frage sowohl der Fiat als auch der Renault oder auch ein Mercedes. Bei Mercedes ist hinzuzufügen, dass hier auch eine Allradversion möglich ist. Das Fahrzeug, das wir hier jetzt sehen, ist jetzt auf Fiat Ducato Basis. Und jetzt schauen wir uns hier mal den Liegebereich, Schlafbereich an. Das ist jetzt hier ein Längsbett. In gar nicht so vielen Fällen habe ich hier auf der Messe jetzt Längsbetten gesehen. Und das ist jetzt hier auch eine interessante Lösung, die dann am Heck etwas mehr Platz hat und vorne etwas weniger Platz. Also ich tippe jetzt mal 1,30 Meter mal 2 Meter ungefähr müsste das Bett jetzt sein. Der Lattenrost ist hochklappbar, damit man auch von innen an den Stauraum rankommt. Unten drunter ist die Heizung verbaut und die Druckpumpe, sodass die auch gut zugänglich sind. Und was auch mit dazu gehört, ist gleich ein Druckausgleichsbehälter, damit die Pumpe nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden muss. Dann gibt es hier das Bad. Hier geht es ins Bad. Ist zunächst mal die Toilette, die mit Keramik-Inlay. Dahinter die Dusche und davor in der Ecke das Waschbecken. Ich gehe mal durch. Dann sehen wir auch gleich mal, wie viel Platz in der Dusche ist. Sie sind 1 Meter und... Ich bin 1,78 groß und kann hier also bequem drinnen stehen. Also bis 1,90 Meter, schätze ich, kann man hier in diesem Wohnmobil dann vernünftig logieren und reisen. Ja. Dann haben wir hier... Wir haben im Bad noch ein Fenster und ein kleines Waschbecken. Und oben eine Entlüftung, das ist auch klar. Wir haben auch ein Dachfenster. Und in der Tür ist dann noch ein großer Spiegel. Da gibt es noch Stauraum neben dem Badezimmer. Oh, ich komme mal wieder raus. Hier haben wir einen großen Kleiderschrank.
und dann eben Küche mit Besteckfach. Unten noch Staufächer mit den Gasabsperrhähnen. Kühlschrank wahrscheinlich Strom und Gas gemischt. So ist es. Das heißt 12 Volt, 230 Volt und dann im Stand auch Ja. und Campinggas. Und hier Gas auch. Dreiflammig am Kocher. Dreiflammig. In vielen Fällen nur 2 Flammen gesehen auf dieser Messe. Ja, das wechselt bei manchen Herstellern von Jahr zu Jahr. Mal 2, mal 3-flammig. Gut, dann zum dieses- Sitzbereich und Wohnbereich. Das sollte man sich ja auch mal anschauen. Ja, also hier ist jetzt für die Messe speziell auf das Hubbett, was sonst bei diesem Modell standardmäßig mit dazugehört, verzichtet worden, um auch hier im Wohnbereich die entsprechende Stehhöhe zu erreichen. Wenn dieses Modell ohne Hubbett geordert wird, dann kommt hier das große Dachfenster hinzu und die Hängeschränke links und rechts. Das heißt, man hat die Variante einerseits hier, so wie es jetzt da steht, dann mit Dachluke und zum gleichen Preis stattdessen ohne Schränke, ohne Dachluke, dafür mit Hubbett. So ist Das es. ist jetzt für die dritte Person das Hubbett und dann könnte noch eine vierte Person unten im Genau, Sitzbereich. hier unten, das lässt sich nochmal umbauen. Ja, oder auch einfach den Tisch verschieben und hier hinten die Tischplatte erweitern. Und die Fahrersitze sind hier auch dann zum Drehen natürlich bequem. Macht ja Sinn, den Raum hier vernünftig mit zu benutzen, dass der Fahrerbereich Üblicherweise, komplett ist. wenn nur eine Sitzbank da ist, dann sind die Sitze auch drehbar. Da haben wir hier auch noch 2 Plätze, die dann mit Sicherheitsgurt ausgestattet sind. Genau, sieht man Mit hier unten denen man- drunter, ist nur abgedeckt. Das heißt, ich kann wirklich klassisch mit 4 Personen fahren und habe hier die Möglichkeit, hier auch nochmal einen Sitzbereich und einen Stauraum Ja, und hier auch nochmal Staufächer und am Ende noch ein Fernseher montiert. Und das Ganze ist hier dann doch relativ komfortabel und in dem Falle wirklich dann als 6 Meter Fahrzeug mit 4 Personen vernünftig zu fahren, weil bei 800 Kilo Zuladung ist das wahrscheinlich dann überhaupt kein Problem. genau. Und das ermöglicht eben auch zum Beispiel E-Bikes mitzunehmen oder auch einen Roller. Ja, und dafür haben wir dann hinten auch die entsprechende Halterung. Das schauen wir uns jetzt mal standardmäßig nochmal an. vorhanden. Jawohl. Hier der Stauraum unter dem Bett. Haben wir dann hier ein Muster vom Wandaufbau. Ist einmal die Außenschicht GFK, die hier wesentlich dicker ist als bei den sonstigen Fahrzeugen, die aus einzelnen Platten zusammengesetzt sind, die Isolierschicht und die GFK-Schicht von innen, so dass das Innere komplett wasserdicht abgeschottet ist. Der Bodenaufbau, da ist natürlich Holz drinne, damit die entsprechende Stabilität gegeben ist, aber auch hier an der Unterseite GFK, was dann bei der Produktion mit der GFK-Hülle verharzt wird, sodass hier keinerlei Möglichkeit besteht, dass Wasser eintritt. Hier haben wir noch ein Muster von der Matratze, also auch sehr hochwertig. Nochmal mit so einer Schließauflage, damit man bequem darauf liegen kann. Der Stauraum ist jetzt für Fahrräder nicht geeignet, aber für alle möglichen Sachen, die ich brauche, Campingstühle und sonstiges. Aber Fahrräder ist bei Ihnen in dem Falle eine andere Transportlösung. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass So Sie da ist es. irgendwann eine spezielle Lösung haben. Ich sehe das jetzt hier aber am Heck gar nicht. Das ist auch ein ganz besonderer Gag, weil dieser Lastenträger ist standardmäßig schon mit inbegriffen und lässt sich ganz einfach rausziehen. Der ist auf Rollen gelagert und gehört zu dem normalen Fahrzeug dazu. Der Motorradträger selbst ist als Option lieferbar, alternativ dann als Fahrradträger. Die Belastbarkeit dieses Trägers beträgt 150 Kilo, sodass ich mich da also locker draufsetzen kann oder auch mit einer zweiten Person und damit einen Roller leicht hier transportiert Und wie werden bringe ich kann. den Roller da rauf? Der ist doch auch schwer. Zum
Die Auffahrschiene ist integriert. Zusätzlich gibt es dann hinten noch einen Haltebügel, der jetzt nur nicht montiert ist, weil wir das hier auf der Messe immer wieder rein und rausschieben. Der wird hier auf den Träger mit verschraubt und dient dann als Halter für den Roller, damit er nicht umkippt. Und als Fahrradhalterung ist es serienmäßig und für die Roller ist es Aufpreis, oder wie ist das jetzt? Der Auszug ist Standard und die Halterung für Motorrad oder Fahrräder ist als Option dann geliefert. Es gibt dann unterm Fahrzeug eine Verriegelung, sowohl im eingefahrenen Zustand als auch im ausgefahrenen Zustand, wo einfach ein Bolzen über eine Feder das Ganze festhält. Aus meiner Sicht eine sehr praktische und kostengünstige Alternative, wenn ich mir überlege, dass ein Rollerträger bei anderen Fahrzeugen locker mit 2000 € zusätzlich zu Buche schlägt. Kostengünstig ist natürlich gleich das richtige Schlagwort. Wo sind wir denn bei den Kosten dieses Fahrzeugs generell? Je nach Ausführung, wie gesagt, es gibt verschiedene Längen und verschiedene Ausstattungen, sind wir dann im Bereich von 70.000 bis 80.000 €. Hier in dem Fall sind wir bei 78.000. Das heißt, das Fahrzeug, wie es hier jetzt auf der Messe zu sehen ist, 78.000 € inklusive allem. Wie läuft denn das dann ab? Welche Lieferzeit haben wir? Wann wird das erste Mal in Deutschland ausgeliefert? Wenn jetzt jemand ein Fahrzeug bestellt, müssen wir ca. 3 Monate Lieferzeit für das Fahrgestell einrechnen, weil wir das ja auch kundenspezifisch dann ordern und dann ungefähr 2 Monate Produktionszeit. Große Wartezeiten haben wir im Moment nicht. Gut, dann bedanke ich mich bei Manfred Renger von VCFC, von Campern für Campern aus Höchstadt an der Aisch für das interessante Gespräch und die Vorstellung dieses AIE System heißt dieses Fahrzeug. Ich bedanke mich für das Gespräch.